Power Baby! Liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder ein Video im Krafttraining. Und zwar ein Video, ja, wie ich hier meine Verletzung behandle. Und ja, würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr lang, gehen wir rauf in den Raum und fangen an. Ich bin jetzt 4 Wochen nach Fußbruch. Ich kann wieder laufen, ohne Krücken, also das heisst, es fruchtet. Und ja, ich sage, let's go! Eine gute Reha bedingt eigentlich immer, dass die Übungen, die man wählt, eigentlich sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Respektive, wir leiten zum Beispiel bewusst eine Übung auf den ersten Tag, die dann Zugang macht, dass überhaupt ein Bewegungsabfolg super am 3. Trainingstag kann genutzt werden kann. Weil man vielleicht irgendwie noch ein Beweglichkeitsdefizit hat oder es gerade im Dario-Sinnfall das Bewegungsvertrauen fehlt. Weil man halt schon 2 Wochen rückgestellt worden ist, an den Krücken läuft, bereits Kompensationen hat. Das heisst, das Gewicht massiv auf die andere Seite verlagert, dort wiederum nachher Muskelketten ganz andere Sachen, als sie eigentlich sollten. Nämlich sie müssen nämlich den Job von der anderen Seite noch machen. Und durch das entstehen eigentlich mehr Baustellen, als einem dann lieb ist. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass das Konstrukt komplex ist. Das heisst, bei ihm ist es komplex, weil der Dario mit seinen guten Bewegungsfertigkeiten, mit seinen guten technischen Fertigkeiten an den Trainingsmitteln, wie wir hier brauchen, lässt das natürlich viel mehr zu, als das mit einem Anfänger der Fall wäre, der sich noch nicht so gut mit diesen Trainingsmitteln bewegen kann. Aber auch dort ist es komplex, einfach gemessen am Niveau vom Patienten oder vom Athleten. Das heisst, wenn man es jetzt so schnell darstellen will, ich lege bewusst eine Übung an einem ersten Tag rein, wo man den Zugang macht zu einer Übung, die eigentlich gewinnbringend wäre als Therapiemaßnahme, die an einem 3. Tag dann passiert. Die erste muss ich machen, hat zwar nicht so einen grossen Einfluss als Therapiemaßnahme, aber ermöglicht mir, eine Übung überhaupt gewinnbringend zu machen, die dann eben sehr wichtig ist für den Therapieverlauf. Das ist eben, wie gesagt, das ist immer basierend auf seinen technischen Möglichkeiten. Auch natürlich die Intensitäten sind auch so gewählt, dass es für den Dario stimmt. Wenn der Dario bei irgendeiner Übung im Normalfall 100 Kilo macht, dann ist bei dieser Übung jetzt mit 40 Kilo ist das eine Therapieübung, sondern dass die strukturelle Heilung, also wenn ein Knochen gebrochen ist, wie beim Dario, das zulässt, weil die Muskulatur eben die Struktur entlastet, den Knochen, dann ist das für ihn absolut kein Problem und völlig ungefährlich, dass man natürlich sauber bewegt, das ist klar, das ist immer Grundvoraussetzung. Also, liebe Leute, ich fange jetzt an. Wir haben insgesamt 5 Übungen, 4 sind genau hintereinander und eine ist eine Teilübung. Und der Mischa kommt dann nachher dazu, er ist dort hinten, ist schon beschäftigt. Aber ich fange jetzt mit der ersten Übung an. Und das Ganze machen wir 5 Mal. Also die ersten 4 Übungen machen wir 5 Mal hintereinander und die letzte Teilübung noch 2 Sätze. Genau. Da aussieht wie ein Zirkus. Das ist halt auch eine Übungsform, wo man muss sagen, hey, der Fuß ist hier nicht beeinträchtigt. Ich kann den Dario eigentlich ganz normal arbeiten lassen. Wir haben hier ein bisschen Grundmobilität drin. Wir haben eine funktionelle Anpassung von einer Grundmobilität. Das heisst, nicht nur am Ort und Stelle, sondern auch eine Bewegungsform inkludiert. Und was wir gerne machen hier ist, wir tun einfach 2, 3 verschiedene Sachen in eine Übung rein, weil wir sparen uns so Zeit und haben mehrere Sachen gleichzeitig abgedeckt.
Die Übungsform ist bereits etwas Fortgeschrittenes, weil eine andere Übung dafür Zugang geleitet hat. Dort haben wir bereits mit den Krücken angefangen. Zuerst, das ist jetzt bereits eine laterale Ausprägung dieser Übung. Normalerweise machen wir die mit gesunden Athleten in einer wesentlich dynamischer Form, also mit einem aktiven Schieben. Da geht es wirklich auch darum, dass der Dario sich getraut, Gewicht auf den Fuß zu tun. Auch da kann nichts passieren, es ist immer noch Gefahr ist draussen, es ist keine schnelle Bewegung, es ist alles kontrolliert. Dario muss auch hier lernen, das Knie wieder lüpfen. Das ist ein bisschen Gangtraining natürlich, weil das ist alles weg, wenn er mit der Brücke unterwegs ist. Am Anfang haben wir das mit einer Gewichtsscheibe am Boden gemacht und hat richtig Mühe gehabt. Also er hat sich eigentlich gar nicht gefunden in dem Setting, wo seine Knie sind. Er hat überhaupt keine Kontrolle mehr gehabt, das anzuführen. Das ist alles innerhalb von 2 Wochen eigentlich schon verloren gegangen. Und da braucht es eigentlich nicht viel, dass man die richtigen Knöpfe drückt und dann kommt das alles wieder. Und mittlerweile ist er schon mit Fremdlast unterwegs. Das ist jetzt Woche 4 nach dem Bruch. Und er ist beschwerdefrei. Dass man so Zeug zeigen, ist jetzt eigentlich eher die Ausnahme. Weil ich finde es immer problematisch, wenn man eine Reha sieht im Internet von anderen Leuten, die auf sehr maßgeschneidert sind, haben dann der eine oder andere haben dann das Gefühl, sie können das als Blueprint nehmen, weil sie haben ja die gleiche Verletzung gehabt und ich mache jetzt genau da, wo der Dude auch gemacht hat in diesem Video und das funktioniert nicht, weil es ist effektiv maßgeschneidert auf Bewegungsfertigkeiten, auf Leistungszustand, Stand heute, auf den Mobilitätsfertigkeiten, Stand heute, was der Dario kann und was nicht. Das fängt schon an mit der Grundstellung für eine Übung. Darum tun wir das jetzt, ich hoffe, der Dario, also er hat die Aufgabe bekommen, das entkoppelt zusammenzuschneiden, dass man auch die Reihenfolge nicht rausnehmen kann, weil die Übungen miteinander zusammenhängen und Zugang legen. So viel sollte man nicht preisgeben, weil es wird dann halt einfach für bare Münzen genommen und das Ganze drumherum wird halt gerne mal nicht so verstanden. Weil die Gesellschaft ist ja sehr, sehr schnelllebig geworden und wir möchten nicht, dass sich jemand verletzt oder dass er einfach blind wird nachmachen. Wäre nicht die Idee. So macht es Sinn, aber eben, es ist entkoppelt. Die Reihenfolgen sind nicht absehbar. Und das ist ja gut so. Aber ich glaube, so haben wir einen Einblick, was der Dario so macht, was er für einen Aufwand betreibt. Es wird jetzt immer mehr dazukommen, Dario. Das heisst, da wird es weniger werden, weil er wird wieder mehr in seinen Disziplinen können trainieren kann. Natürlich auch in einer leicht. Selbstverständlich gehören auch einfache Sachen wie so etwas auch dazu, zu einem kompletten Training. Bei uns geht es um eine vielseitige athletische Ausprägung oder halt noch ein bisschen Defizitbekämpfung, auch wenn wir jetzt im Training ein paar Übungen drin haben, wo der Dario eventuell ein bisschen abfällt. Immer in jedem Training kommt irgendwo eine Möglichkeit auf, dass man so Sachen noch mal korrigieren kann, bevor er heimgeht. Das kann man noch, also richtige Maschinen machen das mit einer Langhantel. Dario ist jetzt beim Besenstiel, aber hat natürlich ganz viel Isometrie-Dinge auch, weil er muss sich konsequent gegen hinten schieben. Der Fuß ist immer noch gerade gleichmäßig belastet. Und durch das hat er auch hier ein bisschen Therapiewirkung, die das ganze Konzept für ihn in der Bewegung verbessert. Was er wiederum dann bei anderen Übungen wird brauchen. Wieso schnaufst du so? Das ist ja besser still. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Da ausgeht wie eine normale Pumperübung. Hey, pumpen mal einen Bizeps. Du willst immer Bizepstraining machen, nicht das Problem damit. Hat eigentlich mehr damit zu tun, dass er halt durch die 2 Wochen an der Krücke bereits Verhaltungsschaden hat. Wir müssen wieder schauen, dass die Schulterblätter hinten gehen. Klar, der Fuß ist jetzt eigentlich komplett draussen. Das ist eigentlich mehr jetzt, um den Kompensationen, die er sich angewöhnt hat, in den ersten 2 Wochen entgegenzuwirken, dass die Schulterblätter hinten kommen. Und weil wir nicht zu viel Gewicht nehmen wollen, möchten wir eine zweite Schwierigkeit einbauen und die Griffdicke erhöhen. Das heisst, dass wir mit weniger Gewicht arbeiten können, wir haben den gleichen Bang, aber haben mehr Bugs daraus.
Übungsform, wo mehrere Sachen auch wieder ein bisschen abdeckt. Wir haben den Dario, der vom ganzen Fuß stehen und aktiv gegen hinten muss Druck machen. Der braucht es, um oben sich sauber zu bewegen. Wir haben auch hier wieder ein bisschen Einflussnahme, dass die Buckelhaltung unter Kontrolle kommt. Das heisst, dass er auch hier gerade Rücken wird bekommen. Wir haben die Schultermobilität halt auch unter der Prämisse halt auch von einer Kräftigung, weil jetzt Schwachs noch kommen, immer die schön rund sind. Es geht nicht nur darum, das Gewicht einfach gut zu ziehen und mit Isometrie zu arbeiten, sondern es geht darum, das Gewicht in einer sauberen Bewegungsansteuerung auch zu bewegen und konstanten Druck halt auch vom Fuß. So setzen wir den Fußerkenner voraus. Das ist alles kontrolliert und man kann wirklich lernen, das Gewicht auf beide Füße zu verteilen, weil er ist immer noch so ein bisschen Schlagseite, weil er halt 2 Wochen lang komplett entlastet hat mit den Krücken. So, liebe Leute, also wir bewegen uns hier langsam am Ende zu. Was echt der Michel noch hat ausführen, sind die verschiedenen Phasen von der Reha-Phase. Und zwar gibt es eigentlich da etwa, ziemlich genau 3 Phasen jetzt bei ihm. Die erste Phase hat viele Bewegungen in der axialen Achse drin. Das heisst, wenig Risiko, nicht wirklich komplexe Übungen, sondern einfach das Bewegungsvertrauen wieder zurückbekommen. Nachher folgt dann die zweite Phase, wo dann in der lateralen Achse geschaffen wird. Und dort werden die Übungen schon ein bisschen komplexer. Wenn das funktioniert, das funktioniert natürlich nur, wenn in der ersten Phase gut geschaffen worden ist. Dazu kommt, dass in der zweiten Phase die Dauer der Übung auch schon massiv länger ist wie in der ersten Phase. Und die dritte Phase beinhaltet bereits Übungen in der transversalen Achse oder eventuell sogar Torsion in der Bewegung. Also extrem komplexe Begriff, den ich hier erwähne. Aber das heisst eigentlich einfach, dass die Übungen komplexer werden und eventuell sogar Sprungformen drin haben. Genau. Wir befinden uns aktuell in der zweiten Phase und anfangs dritte Phase kann die Intensität in den anderen Sportarten aufgefahren werden. Und dort fange ich in der ersten Phase an. Also, ich fange jetzt an, ich bin jetzt am Ende von dieser zweiten Phase, Mitte zweite Phase, sagen wir es mal so, und fange jetzt langsam wieder an zu joggen oder kann dort langsam wieder hochfahren und dort im Kraftraum wird es immer weniger, oder? Das heisst, es ist eigentlich alles bulletproof abgesichert. Mein Fuß ist parat für die neuen Reize, oder, die ich setze beim Säckeln, oder? Ich habe jetzt gute Arbeit geleistet mit dem, beziehungsweise der Mischer hat gute Arbeit geleistet und ich habe sie ausgeführt. Und kann jetzt somit beginnen mit dem. Natürlich ist so eine Chance, ein bisschen an meinen Defiziten zu arbeiten. Und er macht eigentlich alles dafür, dass ich so schnell wie möglich wieder zurück bin in meine normalen Sportarten und meine 1 bis 2 Trainings bei ihm kann absolvieren, um stärker, schneller und besser zu werden. So, liebe Leute, also, dann würde ich eigentlich sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas lernen können. Wir haben hier sehr viel Wissen wieder vermittelt. Ich hoffe, das ist angekommen bei euch. Falls ihr irgendeine Frage habt zu irgendetwas, schreibt es in die Kommentare, tue ich es beantworten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Das nächste Video wird ziemlich sicher ein Video sein, wo ich wieder anfange zu säckeln und die ersten Laufkilometer sammeln. Das will ich mit euch teilen. Und wenn ihr nichts verpasst, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Wie immer schön, meine Damen und Herren, immer schön daran denken, sexy bleiben, oder? Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Das habe ich etwa jetzt 3 Mal gesagt hintereinander, aber wir sehen uns beim nächsten Video. Adios.